Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen zum Neumond-Reading. Wir schauen jetzt erstmal, was für eine Rune wir hier mitkriegen für die Neumondphase. Was für ein Thema ist verfügbar? Ja, klasse. Hier ist Odins Rune, ne? Das Unbegreifliche. Da darf man noch nicht alles wissen. Hier ist im Prinzip alles oder nichts, ne? Im Prinzip ist es auch so, dass die Antwort noch nicht ganz klar ist oder auf sich warten lässt und dass die Rune jetzt einfach keine Antwort geben kann oder möchte. Und die Rune fordert auf, zu warten, zu beobachten, die Entwicklung zu begleiten und dann am richtigen Zeitpunkt erneut zu gucken. Und da steckt tatsächlich dahinter, dass man eben auch mal mit Zeiten umgehen muss, wo man wartet oder wo die Antworten nicht gleich verfügbar sind. Wir sind alle ein bisschen anders. Jeder hat ein Maß eigenes Potenzial oder alles, was ihn auch vom anderen, ja, ich sag mal, unterscheidet. Und hier ist das Warten und hier ist so diese Zeit, wo man eigentlich in ein neues Experiment will und man hat so dieses Gefühl, man ist nicht immer jung, man ist nicht ewig jung. Und unten haben wir noch, das ist auch eine schöne Karte, es gibt keinen Grund, etwas zu befürchten. Egal, ob man wartet, ob man anders ist oder ob man speziell ist. Wir haben hier immer unsere eigene Kraft mit an Bord. Da ist die liebe Sonne. Die Entscheidungen, die wir fällen, hier haben wir die warmen Tage, wir haben die Möglichkeiten für gute Wege. Es kommen neue Optionen auf uns zu. Auch wenn es noch nicht richtig greifbar ist, ist es hier einfach eine gute Energie, eine gute Möglichkeit. Ein guter Weg, der sich eröffnet. Wir haben die Blumen dabei. Da sieht man schon auch wieder die kreativen Lösungen, ne? Hier ist ein Weg, der ist noch am Entstehen. Der wird am Ende wie ein Geschenk sein und voller Ideen. Aber er ist eben weder in Sicht noch greifbar. Und er wird auf eine andere Ebene kommen oder sich zeigen, als wir es vermuten. Er hat nämlich eine kreative Lösung mit dabei. Das Gute ist, in unserer bewussten Ebene haben wir schon das auch drin, wo wir drüber nachdenken, dass sich etwas zum Guten entwickelt. Dass sich auch, wenn wir hier noch so Distanz haben zu etwas oder das Gefühl von, man kriegt hier nichts geschenkt, alles muss man sich selbst arbeiten, das könnte hier eine gute Belohnung geben. Das können ja auch Ängste sein, die unbegründet sind, die hier angezeigt werden. Oder Aussichtslosigkeit, wo man denkt, nee, da kann doch nichts Gutes entstehen. Oder wo finde ich jetzt den ersten Schritt? Das hier ist sogar eine Lösung, da kannst du deine Mauern sprengen. Ich habe hier 2 gekriegt für die Position der Vergangenheit. Hier zeigt sich irgendein Umweg, eine Verstrickung, die Unruhe mitgebracht hat. Vielleicht auch eine Person, die ein bisschen Stress mit ins Leben gebracht hat. Mutterthemen. Trotz allem auch schon ein bisschen so genesende Energie. Vielleicht auch eine aufregende Begegnung, die man sich hinter sich lassen kann. Auch Häutungsprozesse schon wieder, ne?
der Vergangenheit. Ja, und hier ist das Kreuz. Wie immer, Sonne und Kreuz, super Ding. Das Schicksal hat hier ein Wörtchen mitzureden. Ich sehe trotz allem einen schicksalshaften Ausgleich, als ich es einmal rundherum mache. Eine schicksalshafte Option, einen Weg, den man nicht angedacht hat, ein Geschenk des Schicksals, etwas, was dir vor die Füße geworfen wird, was sehr gute Energie mitbringt und auch bei Herausforderungen einfach die Energie oben hält. Hier hast du auch die Möglichkeit, oder wir, aus einer großen Begrenzung rauszugehen, auf jeden Fall. Einem alten Muster, ein neuer Weg entsteht, man befreit sich von irgendwas. Und zwar von irgendetwas, das sich schon manifestiert hat, würde ich mal sagen. Das schon so sein Fundament gebaut hat. Hier sind Herausforderungen, die sind auch durch andere Personen, durch Gespräche, durch Einmischen von anderen Leuten. Von dem Gefühl auch, wenn wir hier haben, wir sind alle nicht ewig jung. Mir rennt vielleicht die Zeit für etwas davon, ich kann etwas nicht mehr umsetzen, es ist zu spät für irgendwas, aber hier ist es eben nicht zu spät, nie zu spät. Und es betrifft hier auch irgendwie das eigene Fundament und das Umfeld. Ich habe hier so dieses Ding, dass man ausgebremst ist. Ne? Wir haben ja hier schon bei Odins Rune dieses Ding, dass die Antwort nicht greifbar ist, dass es Hindernisse gibt, dass man vielleicht Verstrickungen fährt, auch im Kopf gefahren hat oder Einbahnstraßen. Und hier ist so eine Weggabelung, die kommt. Aber die kommt auf jeden Fall anders als geplant, mit einer anderen Option als verfügbar war. Die Sterne hier sind sehr zentral für die Legung. Hier ist ein bisschen Glück gehabt, Magie, eine Vision, eine Klarheit. Vielleicht sogar ist es ein schicksalshaftes Geschenk, dass dieser oder jener Weg so nicht funktioniert hat. Hier am Ende der Legung habe ich jetzt 3 Karten gekriegt. Den Schlüssel, den plötzlichen Erfolg, möglicherweise 2, 3 neue Wege, auch eine Herausforderung zu minimieren. Ja? Die Sense gibt dir zwar deine Ernte, aber sie trennt dich auch von etwas. Wir haben hier das Kreuz, ne? Also eine schwierige Phase, ein Thema, das vielleicht auch mit Verlust einherging oder dass ein Weg, den man gewählt hat, nicht zielführend war. Nichtsdestotrotz ist hier der Erfolg, das kleine Glück und die Ernte zu sehen. Und möglicherweise auch Hindernisse, die tatsächlich doch nicht so lang dauern, wie wir es vielleicht vermuten. Die Ecke kann anders sein, wo etwas aufgelöst wird. Und hier unten habe ich noch den Ring. Also man kann hier den Weg aus dem Kreislauf rausfinden. Man findet ein Schlupfloch, man findet eine günstige Gelegenheit und
es geht um die Zeit tatsächlich, ne? Wenn wir hier gehindert sind und hier keine Antwort kriegen und wir das Gefühl haben, ich kann hier nichts mehr umsetzen, mir rennt die Zeit davon, dann ist es tatsächlich genau das Gegenteil. Was man hier noch sehen kann, sind zum Beispiel Wege, die durch Ämter und Behörden kleinere Erfolge bringen oder Geschenke oder Möglichkeiten. Hier auch im vertraglichen, im verbindlichen Bereich. Alles, was mit dem Thema Haus, Häuser, Immobilie, Wohnung zu tun hat. Kann ja auch sein, dass man eine andere Wohnung finden möchte, ein anderes Umfeld kreieren, aber die Berge zu groß sind oder der Weg nicht in Gedanken nicht machbar. Aber hier liegt, die Karten hier, die sind zu gut. Ne? Wir haben die Blumen, wir haben die Sonne, wir haben den Klee, den Schlüssel, die Sterne. Das sind alles Karten, die auch abmildernd sind, vor allem auf die Herausforderungen und Blockaden, die die Zeit auch mit sich bringt oder die Umstände von außen. Spannend. Die Sense, die haut hier natürlich auch in den Berg rein. Das heißt, da wo Hindernisse sind, gehen die schneller weg als gedacht. Und da wo Herausforderung, Schwierigkeit ist und wo man ein schweres Kreuz trägt, ist es ebenso. Ja, was begleitet uns für ein Thema? Wir haben die Dankbarkeit mit dabei für die Neumondphase. Das Thema kommt sehr oft, ne? Es geht einfach darum, auch zu gucken, bei der größten Herausforderung oder in schwierigen Zeiten zu sagen, wo finde ich denn was Gutes? Welcher Augenblick dient mir denn? Auch wenn ich jetzt so ein bisschen ausgebremst werde. Das Herausfinden, wofür man dankbar ist, das ist hier schon gegeben. Wir haben die Blumen im Kopf. Ne? Man empfindet irgendetwas als Geschenk im Leben. Man gibt Dank ins Universum und man kriegt vom Universum Wertschätzung zurück. Das Leben zeigt die Kostbarkeiten. Da darf man auch mal ein bisschen demütig sein. Und hier ist ja im Prinzip auch diese Blauglöckchenfee. Wenn man die Glöckchen so nimmt, das Glockenläuten, dann ist hier etwas Magisches zum Greifen nah, das durch Dankbarkeit eben auch erhöht wird. Also ich glaube, hier kommt ein Moment auf uns zu, wo man dann auch so staunt und so demütig ist und denkt, wow, das hätte ich nicht gedacht. Das ist zum Beispiel alle Leute, die schwere Schwangerschaften gehabt haben, die wissen das. Ne? Man denkt, man überlebt es, ne, diesen Schmerz und so und es tut so weh und man will, dass es vorbei ist. Aber kaum ist das Kind draußen, ne, da hast du schon vergessen. Hier kommt die Antilope mit. Öffne dich für neue Strömungen und lasse zu, dass Licht des neuen Morgens dich befreit. Das ist jetzt auch sehr spannend, denn die Karte sagt eigentlich, hier schließt sich ein Kreis sozusagen und ein neuer Zyklus beginnt. Hier kommen neue Ideen, neue Gedanken, neue Impulse. Die Intuition ist hoch, man öffnet sich mehr auch wieder der geistigen Führung. Klar, bleibt dir ja nichts übrig. Wenn du die Antwort nicht kennst, musst du im Vertrauen bleiben und dich verbinden.
Und jetzt kommt eben das Gute. Hier haben wir die Wartezeit und mit der Sense diese Verkürzung. Und die Antilope ist einfach auch ein Tier, das dann im Prinzip große Sprünge macht, sich schnell, anmutig und leicht nach vorne bewegt. Und das ist dann tatsächlich der beste Moment für den Neubeginn, den wir ja mit dem Neumond sowieso kriegen. Mann, ist das wieder spannend. Wir gucken mal, welche Pflanze hier noch mitkommt. Die Sinnöffnung. Hier geht es um Inspiration. Haben wir ja hier auch. Ne? Man wird wieder beflügelt, man kriegt neue Ideen. Alles fließt auf einen zu, die Sinne sind offen, man nimmt wahr. Und unten haben wir noch mit dem Bilsenkraut, dass Begrenzungen sich auflösen. Das ist dieser Turm hier, ne, wo man sich so eingepfercht fühlt in irgendetwas. Und indem man vielleicht auch die Wandlung oder den Wandel an sich komplett vergisst, weil man dieses Kreuz einfach hat und sich dann vielleicht auch zurücknimmt und nicht mehr auf das guckt, was schön ist. So, dann nehmen wir noch einen Engel. Der Engel der Seelenmelodie, die Öffnung der Sinne. Ja, das ist eine Zeit, wo wir auch recht offen sind. Hier sammelt man auch seine Kräfte, hier hört man zu, hier ist man auf Empfang. Hier ist man verbunden mit der Seele, mit sich. Möglicherweise kann man sich auch hier so ein bisschen mit Musik beschäftigen. Hier spielt der Engel Geige. Und so auch natürlich wieder in eine andere Schwingung kommen. Farben könnten ein Thema werden. Zu welchen Farben fühlt man sich hingezogen? Was verbindet unsere Seele mit den Farben dieser Welt? Hier ist das Schöne, ne? Hier verändert sich der Blick auf sich selbst und das, was man im Außen erfährt. Und das ist eine sehr gute Qualität, die da natürlich auch, wenn du da einmal bist, kannst du das beständig nutzen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Neumondphase. Ich drücke euch und bis bald.